Hi, ich bin Gerion, ich spiele Schlagzeug bei den Bands Blizzard und Vulture und ich darf heute mal wieder zu Gast sein beim lieben Marco im Hellford Studio in Essen, um das neue Blizzard-Album aufzunehmen. Und genau, wir wollten eigentlich einfach mal zeigen, was wir für Equipment benutzen für das neue Album, also was für Drums wir benutzen und vor allem, ja, auch warum wir das benutzen, was wir hier ausgesucht haben. Genau, und am besten fangen wir einfach mal an mit den Trommeln an sich. Also die Toms haben wir jetzt 4 Stück. Und zwar sind das, glaube ich, 8x7, 10x8, 12x9. Und ich glaube, entweder 16x14 oder 16x16 Toms. Und die sind von einem Yamaha Oak Custom Set. Die haben wir auch schon mal benutzt. Und zwar für die Dealing Death vor, boah, ich glaube, 4 Jahren. Genau, das sind super geile Drums, die haben so ein bisschen mehr Low-End, ziemlich viel Punch. Also klingen nicht so super lange nach, wie jetzt zum Beispiel, ja, Ahornkessel, die jetzt eher typischer sind. Genau, aber sind eigentlich genau richtig für das, was wir jetzt irgendwie vorhatten. Also einfach, ja, haben halt ordentlich Punch. Genau, so ein kontrolliertes Sustain. Genau, das heißt, die Toms sind von dem Set. Die Bassdrum hingegen ist jetzt, das ist ein bisschen was Besonderes. Das ist eine alte Tama Imperial Star Bassdrum aus den, nee, nicht 70er, ich glaube aus der Anfang der 80er. Das Besondere an der ist, dass die Bassdrums früher ein bisschen anders gebaut worden sind. Und zwar sind die nicht so tief wie heutzutage Bassdrums. Also mittlerweile Bassdrums, die jetzt 22 Zoll groß sind, die haben meistens auch eine 18 Zoll Tiefe. Früher war das aber nicht so. Die sind irgendwie über die Zeit immer länger geworden. Und die Bassdrums nur 14 Zoll tief. Genau, was zum Ergebnis hat, dass die halt ordentlich Punch hat, aber auch Ton. Also mittlerweile ist es halt so, na genau, je länger die Trommeln sind, desto weniger generellen Ton haben die. Es ist so ein bisschen der Irrglaube, dass wenn Trommeln groß und schwer und tief sind, dass sie auch groß klingen. Aber rein physikalisch macht das natürlich weniger Sinn, weil wenn ich jetzt hier drauf hau und die Fälle nebeneinander, also näher beisammen sind und die Luft sich schneller bewegen kann, sind die Fälle natürlich auch ein bisschen mehr in Schwingung und auch reagieren auch schneller. Das heißt, genau, die Bassdrum hat halt viel mehr Wärme, viel mehr Punch als, ja, als heutzutage Bassdrums haben. Und wir haben auch gemerkt, also wenn man jetzt einfach nur so da drauf tippt, fängt der ganze Raum schon an zu klingen. Genau, das heißt, das war eine richtig geile Wahl, die zu benutzen. Wir hatten noch eine zweite davon, die klang aber richtig scheiße. Ich weiß nicht so genau warum, aber die klang kacke. Ach genau, wir hatten auch eigentlich noch eine 14 Zoll Floor Tom. Die haben aber auch nicht so richtig zum Klingen gebracht, aber genau, mit den 4 Toms kommen wir schon richtig zurecht. Genau, Snare haben wir auch wie die letzten Male immer eine Supraphonic von Ludwig, 14 mal 6,5. Ja, haben wir, glaube ich, für die letzten 3, 4 Aufnahmen benutzt. Also für die Sentinels von Vulture haben wir die benutzt, auch für die Dealing Death. Ja, gut, für die letzten 3 Aufnahmen haben wir die benutzt, genau. Und ja, gibt's nicht so viel zu sagen. Ist halt eine Stahl-Snare, ist wahrscheinlich neben der Black Beauty von Ludwig so die meist aufgenommenste Snare im Studio. Ja, weil die halt einfach alles kann, stimmstabil ist, die klingt im tiefen Tuning gut, die klingt im hohen Tuning gut. Genau, kann man nicht so viel mit falsch machen, einfach. Und deswegen ist die auch schon seit 50, 60 Jahren so beliebt, wie sie ist, nehme ich mal an. Genau, zu Fällen auf den Toms haben wir Clear Emperor, genau, auf allen Toms. Also zweilagige Fälle. Genau, normalerweise nehmen wir entweder Ambassador, also einlagige Fälle, oder halt Emperor, das ist halt zweilagig, aber auch nicht zu dick, also die Lagen sind jetzt nicht zu krass dick. Das heißt, die haben auch noch ordentlich Obertöne und sind jetzt nicht irgendwie vorgedämpft oder so. Also wir sind eigentlich immer so der Meinung, dass ja dünnere Fälle oder einlagige Fälle oder halt ja dünne zweilagige Fälle halt immer bessere Ergebnisse erzielen. Dadurch, dass das Klangspektrum so groß ist und es ist immer besser, was wegzunehmen, als nichts zu haben und auch nichts mehr hinzuzufügen. Na, also man kann immer nur Ton wegnehmen. Deswegen ist das immer besser. Auch bei der Snare, das ist jetzt genau ein Ambassador Coated, das ist auch so der absolute Industriestandard genau, für Snare Drums. Einlagiges Fell, wie gesagt, kann halt alles. Ist auch was viele wahrscheinlich erstmal nicht denken, aber einlagige Fälle, gerade auf Snare Drums, wenn man ein tiefes Tuning will, wie wir das jetzt hier haben, ist das viel leichter als das mit einem doppellagigen oder so einem vorgedämpften Fell. Die muss man richtig aufziehen, dass da überhaupt irgendwas rauskommt. Aber die Fälle kann man ja schon Finger festziehen im Prinzip und da kommt schon ein Ton raus. Und wenn sie halt irgendwie zu viel Oberton haben, dann schmeißt man halt ein Tape drauf oder sowas und dann ist man eigentlich auch schon fertig.
Also, ja, und unterschätzt die dünneren Fälle nicht. Das ist ein, ja, haben wir eigentlich für die letzten Jahre immer im Studio benutzt und das ja, hat immer richtig gut funktioniert. Genau, auf der Bassdrum ist einfach ein Powerstroke 3. Ich weiß gar nicht so genau, wie das gebaut ist. Ich glaube, das ist auch mehrlagig. Ja, ist einfach halt punchy. Ja, genau. Gibt's jetzt nicht so viel zu sagen. Becken, genau, also Becken sind alle von Siljan. Das sind auch alles entweder K oder K Customs. Ähm, genau, die Hi-Hat ist einfach eine normale K14 Zoll Hi-Hat. Die habe ich mir vor, ich glaube, 11 oder 12 Jahren mal gekauft. Und die habe ich auf jedem, ich glaube, auf jedem Album, auf jedem Recording habe ich die benutzt. Also auf allen Vulture-Aufnahmen, auch allen Blizzard-Aufnahmen kann man die hören. Ja, die ist irgendwie perfekt. Die klingt schon wie so ein Sample, wie so ein Hi-Hat-Sample im Prinzip. Die ist nicht zu laut, ist aber auch nicht zu leise. Es hat so ein bisschen dunkleren Ton, hat eine gute Stick-Ansprache, ist halt so ein Allrounder, kann man eigentlich, ja, für alles benutzen. Genau. Crashes, ne, das sind so K-Custom Fast Crashes, 17 Zoll und 18 Zoll. Ähm, ja, die machen im Prinzip, was der Name schon sagt. Also die sind halt fast, also die sprechen super schnell an. Aber dadurch, dass die auch so dünn sind, und kann man schon biegen mit der Hand. Das heißt, die sprechen halt super schnell an, sind aber auch sehr, sehr schnell wieder aus dem Mix raus. Das heißt, ja, wenn man jetzt größere Becken hat oder schwerere Becken, die müllen einen so die Overheads ein bisschen voll. Aber die sind halt gut für Akzente und genau, brechen halt schnell auf und sind auch schnell wieder weg aus dem Mix. Deswegen, die haben das erstmal benutzt, auch für die Sentinels vor einem Jahr ziemlich genau. Und das war die beste Entscheidung, glaube ich, für den Mix, die wir machen konnten. Weil wir vorher auch nur so riesige Becken hatten. Und jetzt, genau, kleinere Crashbecken sind deutlich besser für so eine Art von Musik. Das Ride-Becken hier, das ist auch ein Becken, was wir schon seit Jahren benutzen, auch für die letzten Vulture-Sachen. Das ist ein genau, K-Custom Dry Ride, 20 Zoll. Ähm, genau, auch so ein bisschen, was der Name schon sagt, es ist halt sehr, sehr trocken, es hat eine ziemlich deutliche Stick-Ansprache, ist aber auch gut für schnellere Musik, deswegen, weil, genau, das bricht sich nicht, also baut sich nicht so super krass auf wie jetzt dünnere Becken. Ähm, genau, und hat halt eine ziemlich gute Separation so zwischen dem Bogen und der Glocke, also die Glocke ist ziemlich deutlich, also gerade für so akzentuierte Musik ist es ziemlich geil. Und das China ist genau 19 Zoll K China ich glaube aus den 90ern. Haben wir auch schon die letzten Jahre immer benutzt. Ja, ist halt einfach ein brutales China. So, also was ich an also so modernen Chinas nicht so mag, ist, dass die so viel Ton haben. Und das ist halt so eins, das macht halt mehr so ein Swoosh. Also es ist ja eher so ein Effekt, als dass es halt einen Ton macht. Und das finde ich halt bei Chinas halt geil. Es hat natürlich auch so ein bisschen Ton, aber der China-Effekt ist halt deutlich größer. Genau, deswegen haben wir das auch immer benutzt. Macht immer das, was es soll, im Prinzip. Zwei Sachen hatte ich vergessen. Und zwar, für einen Song haben wir doch ein anderes Ridebacken benutzt. Und zwar für eine Ballade, da haben wir hier so ein normales K-Ride benutzt, ein 20 Zoll K-Ride. Das ist so ein bisschen, das baut sich so ein bisschen mehr auf, ist auch ein bisschen leiser, hat ein bisschen, ja, wenn man draufhaut, vom Stickanschlag ist das so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, bisschen filigraner und das haben wir halt für eine Ballade benutzt und das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen weicher. Das ist schon sehr rockig, das Rideback und das ist halt eher so ein Allrounder, was man halt auch eben für Balladen und sowas benutzen kann. Und das andere, was ich vergessen hatte, wir haben genau neben dieser Snare, dieser 14,5 Ludwig Supraphonic, haben wir noch eine Ludwig Supraphonic. Genau das gleiche Ding, nur neu. Ähm, und der Grund dafür ist, dass wir die hier ziemlich tief gestimmt haben. Und auch für die Ballade haben wir die hier benutzt. Auch nur für einen Vers. Und zwar hat die halt ein höheres Tuning. Und genau, für das höhere Tuning haben wir eben Sideclick benutzt. Na, vielleicht kann ich das auch ein bisschen demonstrieren. Genau, also wir haben ja eigentlich nur für einen Vers benutzt, um halt einen höheren Sideclick-Sound zu kriegen, weil auf einer tiefen Snare klingt das erfahrungsgemäß ziemlich scheiße. Wir haben das ein bisschen rumprobiert. Genau, das heißt, die Snare hört man in ungefähr 15 Sekunden auf dem Album. Ja, ich glaube, das war es soweit. Zum allgemeinen Tuning von den Trommeln, also ich würde sagen, fangen wir am besten mit der Snare an. Die ist super tief gestimmt,
auch jetzt im Raum, also wird die auch nicht gut klingen. Die klingt ziemlich verstimmt, hat aber halt einen ziemlich geilen Attack, was daran liegt, dass das Resonanzfell halt super, super festgeschraubt ist. Also den Teppich hier mal abmachen. Das Resonanzfell ist fast schon wie so keine Ahnung, ja, wie so ein Tisch. Also das ist schon super hoch. Dadurch kann halt der Teppich viel besser reagieren, dadurch, dass es so fest ist. Und das Snarefell ist halt ultimativ tief, also viel tiefer geht's eigentlich nicht mehr. Dadurch kriegt man halt so ein bisschen das Beste von beidem. Kriegt man halt eine super gute Teppichansprache und halt den tiefen Ton, den wir halt wollen. Und wie gesagt, wenn halt Obertöne noch da sind, dann dämpft man es halt ein bisschen. Aber das ist eigentlich immer so der Trick, den wir benutzen, damit das gut klingt. Bassdrum gibt's auch jetzt nicht so viel zu sagen, glaube ich. Also Schlagfell ist einfach sehr, sehr lose. Loser geht's fast gar nicht mehr. Resonanzfell so tighter, dass da halt, ne, dass der ganze Kessel so ein bisschen schwingen kann. Aber eigentlich ist es schon einfach beide sehr, sehr tief. Ne? Also da gibt's jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Toms ist ein bisschen was anderes. Also allgemein, was bei allen gleich ist, dass das Resonanzfell immer höher ist als das Schlagfell. Genau, das haben wir auch immer so gemacht. Also würde ich auch jedem empfehlen. Das klingt eigentlich am coolsten. Unterschied bei jedem Trommel ist aber so ein bisschen größer also mal größer, mal kleiner. Zum Beispiel bei der Trommel hier ist der Unterschied nicht so groß, aber hier deutlich größer. Da ist das Schlagfell sehr, sehr lose. Das Resonanzfell noch höher als jetzt bei der anderen Trommel. Genau, aber den Effekt, den wir eigentlich immer erzielen wollen, ist, dass der Attack von den Trommeln halt ziemlich stark ist. Das heißt, die Schlagfelle sind relativ lose. Wir stimmen die auch eigentlich nur auf Attack und das Resonanzfeld ist halt quasi für den Ton da. Und dann muss man so ein bisschen rumprobieren, dass man da so die Waage findet, aber wir versuchen es halt so zu stimmen, dass dass die alle halt ungefähr einen gleichen Attack haben, wenn man drauf hat und auch ungefähr gleiches Sustain. Und da gibt's jetzt nicht, also jetzt bei dem Set gibt's da jetzt keine Allgemeinformel, dass man sagt, irgendwie das Resonanzfeld muss irgendwie, was weiß ich, eine Quarte höher sein oder sowas. Da muss man so ein bisschen rumprobieren. Genau. Aber das ist so ein bisschen der Trick. Resonanzfell halt hoch, Schlagfell lose. Ja. So, vielen lieben Dank an den Geron, dass er uns erstmal erklärt hat, wie das ganze Kit aufgebaut ist, was wir uns beim Tuning gedacht haben und was so was die generelle Idee bei der Aufnahme ist und wo wir hin wollten. Und das Ganze wird natürlich nicht nur am Kit gemacht. Ich sage zwar immer, das Kit ist das Wichtigste und da stehe ich auch zu und der Drummer ist auch noch wichtiger und danach kommt erst der ganze andere Kram wie Mikrofone und so weiter und so fort. Trotzdem würde ich gerne kurz das Mikrofon-Setup einmal durchgehen. Wir haben hier als Overheads die Neumänner KM 184. Ich benutze die super gerne, ist auch nichts Spannendes, nichts Ausgefallenes. Die sind sehr, sehr linear, haben aber im Top-End nochmal eine ganz andere Betonung. Also die sind sehr brillant, relativ ungewöhnlich für doch an sich lineare Mikrofone, ist aber für Overheads genau das, was ich will. Weil wenn man sich die Mikrofonierung auch mal anschaut, ich mikrofoniere nicht wirklich die Becken, was man sonst häufig sieht, sondern eher das ganze Kit. Also wir sind auf Höhe der Trommeln. Und ich bin ein großer Verfechter davon, dass die Trommeln auf den Overheads das ganze Kit darstellen und dass die auch schon fett sind, dass das auch schon Spaß macht zu hören. Und da ist so ein bisschen Top-End, um das Ganze abzurunden, halt total großartig. Dann würde ich zur Kick ganz kurz was sagen. Da ist eigentlich nichts Spannendes zu erzählen. Ganz klassisch eine Grenzfläche drin. Shure Beta 91A kennt jeder. Jeder, der mal live gespielt hat, hat die auch schon mal in seiner Bassdrum liegen gehabt, glaube ich. Und draußen vor einen Shure Beta 52A. Das ist wirklich eine ganz normale Combo, ganz traumhaft eigentlich. Die benutzt man ständig. Und die ist auch genau dafür da, was sie tut. Wenn wir uns die Mikrofonierung an der Bassdrum vielleicht kurz anschauen, das finden manche vielleicht ein bisschen merkwürdig, dass ich direkt ins Loch mikrofoniere. Ich mikrofoniere auch beim Außenmikrofon auch gerne am Fell. Habe aber hier gemerkt, eben weil, wie der Georg vorhin schon sagte, die klingt auch hier im Raum schon super fett. Und deswegen wollte ich das nicht verlieren, wenn ich einfach nur das Fell mikrofoniere. Weil da kriegt man meistens eher Sustain und so ein bisschen Knack. Und im Loch kriegst du halt wirklich noch die volle gebündelte Energie. Und deswegen habe ich mich da entschieden, einfach direkt vor, ganz stumpf. Genau, und ein Snare das ist tatsächlich ein bisschen ausgefallen. Nicht, weil ich Lust hatte zu experimentieren, sondern weil der Aufbau ein bisschen enger geworden ist, als wir ursprünglich mal geplant hatten. Und vor allem, weil hier diese kleine Tom nochmal ist.
Und für gewöhnlich wäre ja hier eigentlich ziemlich viel Platz zwischen Hi-Hat, Snare und den ersten Toms. Haben wir jetzt aber hier nicht. Und dann wäre ich da durchgegangen, ganz normal, MD441 oder ein SM57, je nachdem, was gerade an dem Tag mir gefällt. Ich habe da gar keine echte Präferenz. Und da wir aber so einen komischen Aufbau haben, oder komisch ist er nicht, aber halt ein bisschen enger, ein bisschen tighter und ich Clip-Mikrofone nicht mag, habe ich mich dafür entschieden, die Bratpfanne, das Sennheiser E906, tatsächlich mal von oben aufzubauen. Und das kann man halt wunderbar anwinkeln, wie man sieht. Ne? Also die Ansprechrichtung ist eben von der Front. Und durch die Richtcharakteristik können wir auch wunderbar Hi-Hat und die Toms ausblenden. Das ist zwar ein bisschen krasser, als ich das gewohnt bin, aber der Geron spielt auch sehr ausgewogen und deswegen ist es nicht so wild, wie laut das Hi-Hat tatsächlich ist, weil er also schon durch sein Spiel das sehr, sehr gut unter Kontrolle hat. Und dementsprechend habe ich dann unten, das werden wir jetzt auf dem Video nicht sehen können, da habe ich ein Bändchenmikrofon. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die genaue Bezeichnung ist, das werde ich später einblenden. Ist von Avantone und da wichtig zu beachten ist halt eine 8. Dass jeder, der mal ein Bändchen hat, weiß, dass die meisten Bändchen sind 8. Baubedingt einfach. Kommen wir kurz zu den Toms. Das geht auch schnell eigentlich, weil man sieht 3x421, Sennheiser MD421 und dann ganz auf der tiefen Tom MD441. Ich glaube, der Geron hat das vorhin auch schon erwähnt. Wir hatten zunächst hatten wir 5 Toms und das ist die tiefste Floor-Tom, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir hatten noch eine kleinere dazwischen. Und da hatten wir, ich glaube, zu Anfang hatten wir 2 441er drauf, weil dann sind die Brüder komplett. Ich habe 3 421er und 2 441er. Und ich mag es halt, wenn man so aus derselben Familie mikrofoniert. Oder wenn man kleine Toms hat, kann man auch gerne da ein anderes Mikro benutzen. Aber wie Geron auch schon angedeutet hat, wir versuchen überall denselben Attack zu haben, dass die dieselbe Klangcharakteristik haben. Und dann kann man Feinheiten notfalls im Mix machen, beziehungsweise mit dem Resofell anpassen. Und dasselbe gilt für mich auch für die Mikrofone. Je identischer die klingen, desto leichter habe ich es später im Mix. Deswegen das 441, das ist ja relativ nah verwandt mit dem 421, klingt ein bisschen matter, hat dafür aber auch eine bessere Isolation und deswegen am Right-Becken nicht so schlimm wie ein 421er wäre. So, was haben wir noch? Genau, die Spot-Mics an Hi-Hat erstmal. Ist wohl das schäbigste Mikrofon im Kit, ist ein Shure PG81. Das ist noch ein Überbleibsel von früher. Ich würde es gerne ersetzen, sehe aber keinen wirklichen Nutzen, weil ich das Hi-Hat-Mikrofon so gut wie nie benutze. Es ist wirklich nur für die Aufnahme da, dass man es dem Drummer auf den Kopf geben kann. Oder wenn man mal ein Closed Hi-Hat oder getretenes Hi-Hat hat, dass man es in der Automation hochfahren kann. Ist aber auch bei Geron selten nötig, eben weil er, wie gerade schon gesagt, eine gute Kontrolle über das Hi-Hat hat. Dann zum Ride rüber, da mikrofoniere ich von unten. Das ist ich bin mir nicht ganz sicher, doch ein AKG C451. Das ist wiederum ein totaler Klassiker auf so Spot-Mics. Gerade beim Ride oder beim Hi-Hat. Ich benutze am liebsten auf dem Ride, weil es eine gute Isolation bietet. Das hat zwar eigentlich ich glaube, nur eine Niere-Charakteristik. Trotzdem kriegst du von der Floor-Tom fast nichts mit. Das ist echt großartig. Und ich mikrofoniere das von unten, eben um von dem Becken abzuschirmen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man von oben einen Ride abnimmt, dann hat man eine super geile Glocke. Die klingt richtig klar, präsent und ist ultra laut. Und das normale Ride geht total unter im Vergleich zu den Becken, die oben drüber sind. Und dann kann man das Mikro letzten Endes im Mix nicht wirklich benutzen. Ich habe zwar auch schon Aufnahmen bekommen, wo das besser ist. Ich selber krieg's nicht besser hin, muss ich zugeben. Und deswegen hat sich das für mich aber bewährt. Von unten mikrofonieren, dann habe ich zwar eine schlechtere Glocke, aber alles andere ist super und wir haben eine tolle Isolation. So, dann die Wurst. Eigentlich das wichtigste Mikrofon. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein großer Moses Schneider-Fan bin. Der hat die Wurst quasi erfunden. Ich hoffe, man kann es mit dem Winkel irgendwie sehen oder da vernünftig hinfilmen. Die ist wirklich in der Mitte des Kits. Wer das kennt, sieht, dass das nicht perfekt aufgebaut ist. Eigentlich müsste man genau in die Mitte zwischen Kick, Snare und den Toms. Wir haben hier ein bisschen ein Platzproblem und deswegen habe ich mich dazu entschieden, lieber ein bisschen mehr an die Kick ran, damit ich ein bisschen mehr Beater kriege. Wie Geron auch schon sagte, wir haben einen extrem reaktiven Snare-Teppich und deswegen brauche ich von dem Wurstmikrofon den Teppich eigentlich nicht so stark. Ist trotzdem super stark auf dem Mikrofon, aber ich finde es tatsächlich auch sehr geil. Das ist einfach so ein typisches Dirt-Mic. Es ist quasi wie ein Raummikrofon, nur ohne den ganzen Matsch und den ganzen Dreck von dem Becken. Und da kann man halt super hart komprimieren. Das klingt dann, als würde man in einem größeren Raum sein, als man steht. Da mein Studio ja ziemlich klein ist und auch sehr trocken, brauche ich immer so ein Dreckmikro, das halt die Energie wieder zurückholt. Wenn wir vom Raummikrofon sprechen, ich finde meinen Raum total großartig. Ich habe mich auch sehr bewusst für ein kleines Studio entschieden. Habe trotzdem dann immer noch Raummikros aufgebaut. Und ich glaube, das kriegen wir nicht vernünftig gefilmt wegen der Beleuchtungssituation. Aber wir haben quasi so 1,5 bis 2 Meter vom Kit entfernt, links, rechts jeweils nochmal Kleinmembran-Mikrofone.
Und die zeigen auf die Snare, haben denselben Abstand zur Snare jeweils. Und da geht's mir darum, auch nochmal das Kit einzufangen, wie die Overheads auch, aber nochmal in deutlich breiter. Weil, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, bei so einer eher nicht so traditionellen oder weniger konservativen Overhead-Mikrofonierung, wo man halt viel das Kit hat, da hat man nicht so eine krasse Beckenseparation. Da ist das Stereofeld ein bisschen enger. Und das mache ich quasi wett durch so eine ultraweite Raummikrofonierung. Weil wenn man sich die später mal anhören würde, dann ist das, zumindest für mein Gehör, eigentlich sind das nur sehr weite Overheads. Die klingen ansonsten sehr ähnlich wie auch meine Overhead-Mikrofonierung. Und das ist einfach für mich später im Mix so eine Art Fader. Wenn das mir nicht breit genug ist, wenn die Becken nicht hart genug separiert sind oder ich zum Beispiel Hi-Hat und Ride noch weiter außen haben möchte, dann sind die Raummikrofone genau der Ansatz dafür. Genau. Und damit haben wir auch schon den Kit-Aufbau besprochen. Geil.